Ich persönlich habe den Rieger Breitbau, also man kennt mich ja in der Szene, dass ich sowieso nur Corrados habe. Ich habe die Corrado Garage, ich habe das in meinem Kopf eigentlich schon des Längeren gehabt. Ich will einmal einen GTO, einen Corrado, weil erstens ist es so Coupé, weil er tiefer ist. Und zweitens, ich will einfach einmal so ein Auto komplett auf die Fresse legen. Mit einem 90er-Style auf jetzt. Und das haben wir, glaube ich, in dem Sinn geschafft. Mit vielen Leuten dazu, weil alleine kann man das alles nicht bauen. Zum Beispiel, ich habe beim Motorwam, ich habe bei den Firmen C&C Polish jetzt hinter mir ziemlich gut stehen. Wir sind für das neue Projekt ganz offen eigentlich schon. Das neue Projekt baut wieder C&C Polish. Kommt nächstes Jahr, sollte nächstes Jahr rauskommen, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass das Konzept von Rieger GTO Breitbau auf das neue jetzt in der jetzigen Zeit mit dem Luftfahrwerk ganz gut angekommen ist. Ich glaube, wir haben das schon irgendwie so auf die Straßen gebracht, dass wir sagen, das kann man lassen. Das Auto selber ist komplett umgebaut worden. Fangen wir gleich im Innenraum an, mit kompletten Ledersachen, mit Porsche-Sitze vom GT, Carbonkäfig. Neu dazugekommen ist jetzt das originale Porsche-Lenkrad, was wir verbaut haben. Und ja, wir haben den halt so, wenn es geht, wie original gehalten, mit einfach nur dezente Sachen, wie innen drinnen mit Carbon und so Sachen. Und Armaturenbrett ist alles original. Außen ist er verbaut worden mit dem kompletten GTO Rieger Verbau-Kit. Auch ein bisschen modifiziert mit Spoiler seitlich, also mit den Sidelips und hinten noch auf dem Kofferraum, also auf der Heckstoßstange. Das Ganze ist mit einem Airlift-System mit Gasdämpfer gemacht worden, aufs Vorwerk gesehen, und ist ein bisschen gekürzt worden und hat keinen Rahmenschnitt, ganz wichtig. Wir haben dann von C&C Polish Felgen anfertigen lassen mit einer Top-Arbeit. Sind BBS RS 16er auf 18er geschüsselt mit außen Innenbetten, und innen drinnen haben wir auch Innenbetten gemacht. Wir haben das Ganze natürlich mit den Reifen abgestimmt, und was soll ich nur sagen, das ganze Auto ist halt dann mit einer Spezialfarbe lackiert worden, blau, mit Doppelklarlack, und haben halt wiederum bei der Karosse Kleinigkeiten geändert, wie Spritzdüsen weggemacht oder zum Beispiel ja, die ganzen Kupplungen noch einmal bearbeitet, weil sonst würden die Reifen nicht schlupfen. So ist das ganze Auto entstanden eigentlich. Wir haben wirklich auf alles geachtet, was zum Achten geht. Motormäßig ist ein originaler G60, aber halt modifiziert. Wir sind ca. auf 220 PS mit einem G65-Lader und haben den ganzen Motor komplett revidiert. Also es ist wirklich alles gemacht mit großen Luftkühler, und haben halt wirklich geschaut, dass halt das Auto auch Luft bekommt, das Ganze. Sein dort ein Vor-Facelift-Modell, wie es beim G60 üblich ist, wo es halt andere Sachen auch noch gibt. Wir haben aber Scheinwerfer vom Facelift verbaut. Die Nebelscheinwerfer zum Beispiel sind abgedunkelt, die sind wieder vom Vor-Facelift. Grill ist auch vom Facelift. Und ja, Scheibenwischer sind von Lupo. Und wie gesagt, Spritzdüsen haben wir weggemacht und haben die ganze Sache eigentlich auf die Scheibenwischer gelegt, dass die Scheibenwischer den Schlauch praktisch mit den Spritzdüsen gleich alles in einem haben. Nur dazu gekommen ist auch, dass wir das ganze Auto eigentlich schon abnehmen lassen haben in Österreich. Er war auch ganz kurz zugelassen. Das Einzige, was halt nicht typisiert worden ist, das ist das Luftfahrwerk mit den Felgen. Er wird nächstes Jahr wahrscheinlich auf der Straße fahren mit den originalen Felgen, und möchten halt nächstes Jahr das Auto schon ein bisschen bewegen auch und nicht nur von Hänger runter und Hänger rauf. Besucht hat eigentlich ziemlich viel Treffen. Das Auto ist, glaube ich, ziemlich bekannt. Wissen tut eigentlich fast schon jeder. Ultrace letztes Jahr unter die Top 16 gekommen. Bin eigentlich schon sehr stolz drauf, und ja, ich glaube, man kann das Auto recht gut wert werden. Naja, das Magnet von dem Auto ist einfach so, man braucht das Auto eigentlich nicht einmal irgendwie auf der Straße bewegen, wenn das Auto am Hänger hinten noch hoch ist oder wenn das Auto irgendwo rumsteht.
Wie zum Beispiel jetzt auf das Treffen hier, wo wir jetzt sind, wir sind bei Classic Love zum Beispiel. Da bin ich gestern raufgefahren und es ist unzählige Leute, Daumen hoch im Auto, bleiben stehen, machen Fotos, schicken mir es per Insta. Also das Auto ist wirklich ein Magnet. Wir sind sogar unten heuer mit dem Auto auch ziemlich viel am Gardasee rumgefahren. Also es ist wirklich, da schaut eigentlich jeder nach bei den Ganzen. Naja, auf jeden Fall. Also der Dank geht ganz groß einmal an die Familie, dass sie eigentlich die ganze Scheiße mitmacht mit mir, weil ich bin ja wirklich viel unterwegs. Teilweise ist mein großer Junge schon mit, heute leider nicht, aber Late Night und so Sachen war er mit. Vielleicht wird er nächstes Jahr sogar, wie André schon gesagt hat, nächstes Jahr 10 Jahre Blumen pflücken, muss sein. Mit oder ohne Auto, natürlich komme ich mit Auto, vielleicht sogar mit neuem Projekt schon, was ja schon voll im Gange ist. Ja, wie gesagt, ganz besonders von der Familie. Auch ein ganz großes Dankeschön an C&C Polish, auch an Rieger Tuning, das mir jetzt schon wieder ein bisschen unter die Hände gegriffen hat. Auf jeden Fall Gruber Max Motorsport. Gruber Max Motorsport, der was meine Motoren immer baut. Ganz ein großes Dankeschön, der macht immer großartige Arbeit. Ja, und alle, was halt so rundherum immer dabei sind. So ein Projekt kann man nicht alleine machen, kann man nicht zu zweit machen. Man hat unzählige Helfer, wie bei den neuen Projekten jetzt, da kann ich den Namen noch nicht ganz sagen, aber alles was mit Chrom anbelangt, da habe ich eine gute Adresse jetzt bekommen. Suche auch noch einen Sattler, der was mir ein bisschen beim neuen Projekt hilft und ja, es ist halt schon, wir haben schon viele Leute unter die Hände gegriffen, wo man einfach nur Danke sagen muss. Das geht alleine alles nicht. Ja, dann noch, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mal ein Like da auf dem Sauerkraut-Kanal und dann sind wir schon beim Ende wieder und ich hoffe, das nächste Jahr startet wieder voll durch und ich hoffe, Sauerkraut wird nächstes Jahr das neue Projekt wieder Empfang nehmen. Auch wenn es länger gedauert hat dieses Mal, aber wir haben es geschafft. Danke und lasst mal ein Like da.